Heute geht es um Freizeitpark-Neuheiten in Deutschland für 2026, um neue Achterbahnen und auch um alte Achterbahnen, die geschlossen werden und vieles mehr. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und einem neuen News-Video. Und es gibt einiges, wo wir heute drüber sprechen müssen. Viel Bewegung in deutschen Freizeitparks, einiges mit Karussells, einiges mit Achterbahnen und so weiter und so fort und auch ein paar kritische Sachen eventuell. Möglich macht das Aufwind Rides aus Deutschland, die uns für dieses Video unterstützt haben. Aufwind Rides bauen Fahrgeschäfte und Attraktionen, Simulatoren und Themenfahrten made in Germany und das komplett schlüsselfertig. Die fangen an mit der Idee, der Konzipierung, dem Design, bauen das Ganze bei sich, bauen das im Park auf und nehmen das Ganze in Betrieb. Also schlüsselfertige Freizeitparkattraktionen und ähnliches und alles, was man sich so in dieser Richtung vorstellen kann. Die Website von Aufwind verlinke ich unten in der Videobeschreibung und hier gibt es auch ein Video von mir zu Aufwind Rides, wo wir vor Ort waren, das Ganze uns angeguckt haben. Vielen Dank an Aufwind Rides fürs Unterstützen dieses Videos. Wir fangen ganz ruhig an. Taunus Wunderland. Im Taunus Wunderland hat man etwas Neues für 2026 angekündigt. Wohin das Ganze mit welchem Thema genau soll, wird noch nicht verraten, aber ihr seht schon, es gibt eine neue Kletter- und Spielstruktur, die ziemlich cool aussieht, die schon einmal angekündigt wurde für 2026. Und das mag auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so spektakulär und wichtig wirken, aber es ist unglaublich wichtig, solche Anlagen oder solche Spiel- und Kletterstrukturen in seinem Freizeitpark zu haben. Das kann man immer wieder beobachten, wenn man mit ein bisschen offenen Augen unterwegs ist. Der Rodelbahn St. Engelmar. Wir bleiben in Deutschland, gehen noch weiter in den Süden und wir kommen zu einem richtig coolen, aber doch irgendwie auch ganz anders gestalteter oder präsentierter Freizeitpark in Bayern. Dazu habe ich übrigens auch eine Quizfrage für euch hier wieder mal verlinkt. Habe ich auch ein paar Mal schon bei anderen Videos. Wenn man das nicht dazu sagt, sieht es keiner, weil YouTube das komplett versteckt. Also als ich das regelmäßig im Community-Bereich gemacht habe, hat das besser funktioniert als jetzt mit der neuen In-Video-Quiz-Funktion von YouTube. Aber ich erwähne es nochmal, dass da wieder mal eins mit irgendwie hier eingebunden ist. Und ich habe gehört, dass das wohl über den Fernseher dann nicht so gut funktioniert, sondern über die Desktop-Version eigentlich am besten, und der ein oder andere hat es aber übers Handy auch noch hinbekommen. Also nur für die Leute, die gerade irgendwie über den Fernseher gucken oder so. Der Rodelbahn St. Engelmar übrigens, wenn ihr euch das noch mehr interessiert, verlinke ich euch auch hier eine super spannende Backstage-Reportage zu einem Zira Rides Coaster gemacht, die auch echt interessant geworden ist. Und bereits in den News haben wir auch schon darüber gesprochen, dass es einen neuen Themenbereich geben wird, der angekündigt wurde, und weitere Details hat man sich noch aufgehoben. Und jetzt geht es ein bisschen mehr ins Detail. Und 2 Attraktionen wurden jetzt für den Sommer angekündigt. Und zwar spritzige Ferkelfahrt, ein kleines süßes Karussell und die Hofschleuder. Und das wird von Art Engineering ein Wild Swing. Wild Swing kennt ihr inzwischen, glaube ich, auch alle. Haben wir auch hier bei Art, verlinke ich euch auch gerne ein Video, mal drüber gesprochen, wie das funktioniert und warum das so cool ist. Und dass es extrem cool ist, sieht man, glaube ich, daran, dass inzwischen überall Wild Swings aufploppen. So wird auch im Sommer diesen Jahres dann in der Rodelbahn St. Engelmar ein Art Engineering Wild Swing öffnen. Es geht auch mit Flat Rides weiter und wir kommen zum Flamingoland. Und die schaffen scheinbar gerade Platz für den Wild Swing XL. Keiner Scherz, keine Spekulation, kein Knowledge. Aber vielleicht wäre das eine Idee, denn man hat gerade einen Flat Ride zurückgebaut im Park. Und in England eröffnet dieses Jahr im Portons Park auch ein Wild Swing von Art Engineering. Aber ganz kurz wieder zurück zum Flamingoland. Die haben nämlich ihre Fabri Frisbee von 2008, die zwischenzeitlich noch weniger Sitze hatte, die man dann irgendwie demontieren musste, zurückgebaut und haben da Platz geschaffen. Aber nicht nur der Flip-Flop verlässt den Park, sondern auch das Zamperla Riesenrad mit so Planwagen und die Junior Teacups von S&W Amusement Sales, ein Hersteller aus UK. Diese Attraktionen verlassen den Park auch, also es ist unklar, schafft man Platz für mehr, schafft man Platz für was Größeres, oder ist das jetzt der Step-by-Step-Ausverkauf vom Flamingoland? Denn Breen Theme Park haben wir auch in den letzten News drüber gesprochen und dass dieser Park für immer geschlossen wird. Kurz nachdem ich das Video recorded habe, gab es dann ein Update und man hat jetzt einen Liquidator. Und das ist wohl nicht zu verwechseln mit einem Insolvenzverwalter, sondern so ein Liquidator ist dafür zuständig, zum Beispiel Vermögen in Geld umzusetzen und so weiter. So wie ich das verstanden habe, wurde der Park quasi gekauft. Es gibt diesen Liquidator und die Betreiber des Parks an sich sind jetzt Pächter des
Parks und betreiben den weiter. Auf jeden Fall arbeitet man jetzt hart im Hintergrund daran, zur Sommersaison an Ostern zu eröffnen und damit in die Saison zu starten, und dann möchte man versuchen, sich da wieder aufzurappeln. Bleibt auf jeden Fall spannend, und inwieweit das umsetzbar ist und realistisch ist. Und wenn du jetzt da jemanden mit drin hast, der Geld gibt, selbst wenn es dann irgendwie irgendwann mal wieder funktioniert, ja, dann wirst du, glaube ich, gemolken einfach. Kommen wir zu einem anderen Thema, Silver Dollar City. Und dort steht die Achterbahn Thunderation von Aerodynamics, ein sogenannter Mine Train. Dieser ist von 1993, also steht jetzt schon über 30 Jahre im Park, und am 2. Januar 2027 ist endgültig Schluss mit dieser Bahn. Der Park hat angekündigt, dass die Bahn den Park verlassen muss, aber feiert quasi jetzt komplett so eine Abschiedssaison, wo man sich jetzt von Thunderation noch verabschieden kann. Also wir beenden die Saison und in der nächsten Saison eröffnet eine Attraktion einfach nicht mehr, sondern angekündigt, ey, wir machen hier Feierabend. Dieser Aerodynamics Mine Train ist eigentlich ein Hybrid-Coaster, Stahlschiene auf Holzstützen. Und das auf 921 Metern Länge mit knapp 25 Metern Höhe und 77 km/h Spitzengeschwindigkeit. Alles ein bisschen wilder, ein bisschen rougher, wie diese Aero Mine Trains nun mal sind. Und laut Silver Dollar City hat diese Achterbahn seit ihrer Eröffnung 27 Millionen Gäste befördert. Und außerdem war laut Park die Achterbahn zur Eröffnung die schnellste Minenachterbahn der Welt. Ist natürlich total schade, aber der Zahn der Zeit nagt natürlich auch an solchen Rides, und man hat auch so nie vorgehabt, den Berg für immer so zu lassen, wie er dort ist, sondern es gibt noch viele Geheimnisse zu entdecken. Und wer sich Silver Dollar City mal anguckt, vielleicht in einem Video von uns, wo wir vor Ort waren, weiß auch, ey, die können was, die investieren crazy, und es könnte ziemlich spannend werden, was denn da Neues, Interessantes in den Park kommen könnte. Und damit sind wir bei Dollywood. Und Dollywood ist ein Schwesterpark von Silver Dollar City. Und da haben wir ja bereits auf der IAAPA in Orlando auf der Messe intensiv über die Neuheit gesprochen, die in den Park kommt. Und zwar Night Flight Expedition. Und das wird ein Rocking Boat von Mack Rides. Haben wir vor ganz vielen Jahren schon drüber bei Mack Rides gesprochen. Ich habe mal ein eigenes Video zum Rocking Boat gemacht. Und es gibt ja seit letztem Jahr auch in Europa im Futuroscope in Frankreich ein Rocking Boat von Mack Rides zu fahren. Und Dollywood bekommt das nächste Rocking Boat von Mack Rides. Und das ist eine Wasserachterbahn, Dark Ride, Wildwasserfahrt, Hybridattraktion und ein schienengeführter Bootride, der dadurch viele verschiedene besondere Effekte durchfahren kann. Sieht man hier nämlich auch auf einigen Baustellenbildern aus Dollywood, die auf jeden Fall erahnen lassen, dass das Ganze ziemlich spannend wird. Und hier wird es wohl auch einen ziemlich großen Teil Indoor geben, Dark Ride, damit wir auch den Night Flight über die Smoky Mountains haben. Das Ganze spielt quasi wirklich da vor Ort und wird, glaube ich, ziemlich interessant. Und das als Beispiel für, was machen diese Parks, in was investiert man da. Und Dollywood gibt da auf jeden Fall richtig Gas. Ich würde aber so oder so vermuten, dass auch in Silver Dollar City etwas in eine sehr familienfreundliche Richtung gehen wird, was dann neu kommen wird. A, ist es eine große Familienbahn, die geht. B, ist das die erklärte Ausrichtung und Orientierung der Parks, dass man in diese Richtung gehen möchte. Wenn es wilder sein darf, dann darf es auch gerne Dream Island sein. Das ist ein Freizeitpark in Moskau in Russland. Den gibt es schon was länger, nicht ewig, aber man kennt den schon. Und eigentlich ist das Ganze ein Indoor-Freizeitpark, und auch darüber haben wir hier schon gesprochen. Und der Indoor-Part soll vergrößert werden, und zwar mit einem Outdoor-Part für diesen Indoor-Freizeitpark. Dieses Jahr hat bereits ein Sierra Force Coaster eröffnet, und jetzt gerade auch für dieses Jahr geplant wächst eine neue Achterbahn aus dem Boden und wird gerade aufgebaut, und von Intermin Amusement Rides kommt ein Vertical Launch Coaster, der 1058 Meter lang sein wird, 51 Meter hoch, 110 km/h Spitzengeschwindigkeit erreicht und 4 Überkopfelemente haben wird. Was für eine crazy Achterbahn! Das ist schon absolut krass. Dieses Jahr soll aber auch noch ein weiterer Wrecky Worm kommen und von Intermin auch noch ein Hot Racer, also der Single Rail Coaster, wie ihn von Mahuka zum Beispiel aus Frankreich kennt, und auch von Intermin ein Family Launch Coaster.
Auch immer richtig coole Bahnen. Und in diesem Indoor-Bereich haben die unter anderem auch schon zum Beispiel Shred the Sewers, also Shredder von den Turtles. Und das ist auch ein Intamin LSM Coaster, der dort drin unterwegs ist im Park. Also sehr spannender, sehr interessanter Park mit jetzt demnächst einem richtig crazy Coaster-Line-Up. Also das ist super interessant und hätte ich auch richtig Bock drauf, mir das mal anzugucken. Wenn wir schon im Osten sind, kommen wir zu Belantis. Und Belantis wird ja jetzt sukzessive Stück für Stück vom Belantis umgewandelt zum Asterix Park Deutschland. Ich bin immer noch dafür, dass man das Ganze Belanterix nennt. Und aktuell waren mehr als 100 Schauspieler bei einem Casting, denn man braucht natürlich auch Darsteller für Asterix und Obelix und Co. Und es wird auch noch ein zweites Casting geben, falls ihr das irgendwie verpasst habt, und zwar am 27. Februar. Da kann man auch Stand jetzt noch dran teilnehmen und dann werden die gecasteten Leute alle nach Frankreich zur Schulung geschickt und bekommen dann auf jeden Fall die komplette Asterix-DNA vermittelt und das auch schon mal in diese Richtung. Da passiert auf jeden Fall was. Die Kompanie der Alp, die den Park letztes Jahr gekauft haben Bock, auch eine richtig starke Freizeitparkette, die wirklich gut investieren und gute Sachen machen, und es geht weiter voran und es passiert auf jeden Fall was. Wo auch was passieren muss, ist bei Orca in Freizeitparks, und schon länger bekannt ist ja, dass seit dem 5. Januar das Marina Land Antibes geschlossen ist. Dieser Park befindet sich in Südfrankreich. Und ein Gesetz gegen Tierquälerei aus dem Jahr 2021 in Frankreich verbietet langfristig solche Einrichtungen und vor allem auch solche Shows, die dort gezeigt wurden. Und infolgedessen sind die Besucherzahlen stark zurückgegangen. Und der Park muss einfach schließen. Und seitdem sind auch alle Tiere aus dem Park verschwunden bzw. wurden abgegeben, bis auf 2 Orca und ein Dutzend Delfine. Und da hat sich inzwischen die französische Regierung mit eingeklinkt, und laut der Regierung werden wohl die Delfine im Frühling 2027 in einen Zoo nach Westfrankreich kommen. Und für die Orca gibt es eigentlich noch kein neues Zuhause. Eigentlich war der Loro Parque in Spanien vorgesehen, dass die da hinkommen. Da hat man dann von der Regierungsseite aus wohl gesagt, nee, uns sind da die Becken zu klein. Dann sollten die wohl nach Japan. Das hat der Regierung noch weniger gefallen, und dann waren die Becken in Spanien gar nicht mehr so klein. Aber das Ganze muss jetzt auch schnell gehen, denn die Becken in Südfrankreich, wo die beiden Orca Vicky und ihr Sohn Caio gerade noch rumschwimmen und dümpeln, sind wohl so baufällig, dass es die Möglichkeit gibt, dass sie zusammenstürzen können, und dann ist natürlich alles komplett für die Nüsse. Also muss das Ganze demnächst auch schnell passieren. Wirklich crazy und super komplex. Es ist halt nicht einfach so, wir wollen nicht mehr, dass es sowas gibt und das hört dann jetzt einfach auf und ja, hier viel Spaß, das ist das mehr. Das geht leider nicht. Für viele auch ein super emotionales Thema, was ich komplett verstehen kann, und man vergisst schnell und gerne mal, dass nicht nur in SeaWorld Orca gehalten werden auf dieser Welt. Und wenn wir schon beim Einsperren von großen Tümmlern sind, kommen wir auch zum Autofahren. Und die Autostadt Wolfsburg ist ja auch quasi so eine Art Freizeitpark. Also Freizeitparks.de auf Instagram, checkt das gerne mal aus. Da gibt es nämlich super crazy Einblicke in Parks, wo man denkt so, ach, das ist auch in Deutschland, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und verlinke ich euch auch gerne in der Videobeschreibung. Und da wird es einen Urban Art Parcours geben. Und das vom 21. März bis zum 7. April 2026 mit 21 internationalen renommierten Künstlern. Und alle Besucher sollen so eingebunden werden in die Entstehungsprozesse der Werke, die dort geschaffen werden. Also alle Künstler sind während der Öffnungszeiten vor Ort und arbeiten dann an ihren Werken, und man als Besucher kann dann einfach dem Ganzen beiwohnen, vielleicht in den Dialog kommen. Außerdem wird es dann QR-Codes geben, damit man sich informieren kann über die entsprechenden Künstler, die da gerade arbeiten, mit Kurzfilmen, Interviews und allgemein Hintergrundinformationen zu dem Künstler, der gerade stattfindet. Bei sowas denke ich mir aber auch immer, wie real ist das denn? Was versteht man unter Urban Art? Das ist ja auch immer dann so ein Begriff, ja, so wie es mir passt. Ein paar Sachen sagen mir nichts, kenne ich nicht oder sind für mich nicht urban, aber andererseits gibt es auch Graffiti-Artists, die dort teilnehmen, und aus Deutschland sind zum Beispiel Dime und Ken2 dabei. Und ich glaube, das ist ziemlich relevant und authentisch, dass die dann daran teilnehmen. Witzigerweise, wenn ihr hier
sonst die Videos auch schaut und den monatlichen Daily Vlog gesehen habt und unsere Verputzarbeiten, der Philipp, der da verputzt hat mit Kentu zusammen auch schon gearbeitet. Also komplett crazy wieder alles miteinander verbunden. Wir haben aber auch noch ein bisschen über neue Achterbahnen zu sprechen. Und unter anderem kommt ja eine Dünrel in den Niederlanden ein neuer Coaster von Sierra Rides, ein Force Coaster, die Kicker 8-Bahn. Und auch da haben wir sehr ausführlich in sehr vielen Videos schon drüber gesprochen und deswegen auch nur ein kleines Update, denn die ersten Schienen oder die Achterbahn an sich wird montiert und es beginnt mit dem Sortieren der Teile und Vorbereiten der Teile, mit dem Installieren der Stützen und dem Aufsetzen der Schienen und dem Verbinden der Schienen. Wenn euch interessiert, wie das genau funktioniert im Detail, da haben wir auch schon viele Baudokus mitgebracht. Ich verlinke euch hier gerne die aktuellste aus dem Freizeitpark Plon, die ja dieses Jahr einen Multi-Launch Watercoaster bekommen und wir da eine mehrteilige Serie gestartet haben, die auch noch weiterführen und man da ein bisschen was im Detail sehen kann, wie das funktioniert und das wird ziemlich ausführlich erklärt. Wo wir auch schon drüber gesprochen haben und wo wir letztes Jahr sogar noch gewesen sind, Six Flags Great Adventure in New Jersey in den USA, ein riesiger Freizeitpark mit riesigen Achterbahnen und dort stand mit King Dakar 1 die höchste Achterbahn der Welt und ehemals schnellste Achterbahn der Welt und diese Bahn wurde ja gesprengt und hat den Park verlassen, um Platz zu schaffen für was Neues und das Neue wird gerade angeliefert. Der Park selbst hat Bilder gepostet von der Anlieferung der ersten Schienenteile, wo man auf jeden Fall erkennen kann, dass die neue Achterbahn ein LSM gelaunchter Coaster werden wird und geplant ist es, das Ganze 2027 zu eröffnen. Wenn ich schon King Dakar anspreche mit der ehemals höchsten Achterbahn der Welt und der ehemals schnellsten Achterbahn der Welt, es gibt aktuell eine Achterbahn, die die schnellste Achterbahn der Welt ist, die längste Achterbahn der Welt ist und die höchste Achterbahn der Welt ist. Alle Rekorde ineinander vereint und das unerreichbar eigentlich. Und dieses Video findet ihr hier an der Seite mit super vielen Hintergrundinformationen von Intamin selbst, die diese Bahn gebaut haben, warum das Layout so geworden ist, wie es ist, was die Besonderheiten bei dieser Bahn ist, was man beachten musste. Klar, nur ein grober Abriss, aber trotzdem super viel Input, der, glaube ich, ziemlich interessant sein könnte für die längste, schnellste und höchste Achterbahn der Welt. Und ansonsten war es das von mir an dieser Stelle mit den News. Wir sehen uns jeden Tag um 18 Uhr wieder zu einem neuen Video hier auf dem Retro YouTube-Kanal und ich bin jetzt raus, ihr seid die coolsten, euer Bro fürs Retro Video Magazin. Peace.